Oh, da ist er. Hagel. Piert richtig schön auf dem Gesicht. Ai, ai, ai. Ja, das ist sweet. Kaltes Wetter und dann Hagel. Und die Bremse ist so. Das Audax Brevet, bei dem du die Wahl hast, ob Straße oder Gravel, das 200 Kilometer Brevet, ein Brevet, 2 Strecken. Da kommt noch mal ein Schauer durch. Also wir sind beim 200er. Ende März ist der zweite Teil jetzt ab Heiligenhafen. Wir sind also vollkommen durchgenässt. Es hat also anfangs nur geregnet. Und es ist wunderbar kalt. Zumindest wenn wir nicht gerade Rad fahren. Das war nur ein kurzer Break. Ein Brötchen hinter die Kiemen. Und weiter geht's. Das ist noch Heiligenhafen. Also Start zur Etappe 3 Richtung Grömitz. Ja, jetzt zerreißt das, was noch übergeblieben ist. Also man sieht davor weiter gelbe Westen. Immer nur eine. Also auf nach Grömitz jetzt. Und so geht's jetzt Richtung Süden für uns. Der Wind dann von der Seite nach Grömitz runter. Und man sieht auf langen Straßen wie hier, denn weiter voraus immer so einzeln einen Radfahrer mit gelber Weste. Aber es hat sich nie dazu ergeben, dass wir so im Bulk fahren. Und der Wind war zum Glück nicht vorausgesagt mit 4 bis 5 Beaufort, also das blieb uns erspart, dass wir nachher also wirklich starken Wind von vorne hatten. Und so zog ich mit Max weiter Kilometer um Kilometer Richtung Süden voran. Und die Leute, die wir treffen, stehen dann immer am Straßenrand und flicken ihre Reifen. Alle Achtung, schweres Tourenbike mit extra dicken Schloss noch. Und der hier auch, das ist eher ein Tourenbike als ein Rennrad. Und für uns ging es jetzt erstmal auf den Deich hoch, mit prima Blick auf die Ostsee. Sind also einmal Richtung Süden runter, bis zur See runter und daran. So, wunderschön am Wasser lang. Aber einmal Regen kriegen wir noch ab. Zwar nicht so lang, aber einmal werden wir noch nass. Und nun haben wir erstmal so einen schönen Weg vor uns.
Nächster Platten. Ja. Bei mir war zum Glück noch nichts. Und die beiden werden wir immer wieder sehen. Die fahren recht schnell, überholen und dann irgendwann stehen sie wieder an der Seite und flicken wieder. Es wird auch ziemlich viele Ausfälle geben, bezogen auf die Teilnehmerstarterzahl. Also einige, besonders die, die halt wirklich gut und lange Touren fahren können, ja, die schaffen es nicht ins Ziel. Ich nehme an, wegen technischer Probleme, die sie dann unterwegs nicht handeln konnten. Doch eine recht einsame Fahrt diesmal. Geht jetzt wieder an den Strand ran und 8 Kilometer bis Grömitz. Und es geht weiter wieder Richtung Wasser. Und gleich wird es Max ein drittes Mal erwischen, aber mit einem richtig dicken Loch. Also 2 Löcher hat er schon gehabt in beiden Reifen. Musste nachpumpen, aber die Dichtmilch hatte gedichtet. Aber jetzt, also mir flog die Dichtmilch bis ans Glasrand von der Brille. Das dritte Loch. Kam ihm richtig doll raus. Wenn ich jetzt weiterfahre, Und sie flog wirklich überall rum. Die Straße war voll mit Dichtmilch. ich brauche, Und das Rad. damit sie das jetzt mit dem Plug abdichten. Plug rein. Meinst du, dass ich weiß nicht, ob da ein zweiter dazu, daneben? Das ist ja echt ein Riesenraum. Ich mache mir so welche rein, die sind 2 mm. Das ist ja irgendwie 4 mm oder sowas hier. Ja, die müssen so rausstehen. Also schau. Ja, aber auch so dick. Also Ja, aber das ist hier der erste hier vorne. Da ist nichts davon. ja, das ist, der sieht nicht gut aus. Ja, mich wundert das jetzt, dass das nicht gehalten hat, dass da so viel wieder rausgekommen ist. Ja, hier sieht man noch die Spur. Ja. Die Spur überall hier, wo. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so. Ein super schickes Rad sieht ja echt elendig aus. Ja, klar. Das ist hier und das ist da. Also da hat Max wohl wirklich einen spitzen, dicken Stein erwischt, der da ein richtig dickes Loch reingehauen hat. Das ging so schnell, ein paar Meter und die Aber ganze sieht doch gut Dichtmilch aus. war raus. Luft scheint zu halten. Ja, aber hat so ein bisschen los. Und wenn du gleich wieder fährst und dann noch ein Film drin ist, dann hast du vielleicht Glück, dass das richtig dicht. Ah, da kommen noch welche. Jetzt kommen also 2, da hinten kommt noch einer, noch mal einer, jetzt kommen 4 Leute. 5 sehe ich jetzt. Das ist so süß. Das ist alles voll. Jetzt kommen 6. Alle vereinzelt. Das ist ja echt komisch. Dank meines Plattens. Ja. So, die Schlurre, ey, sieht aus wie Sau. Und schlurft auch. Naja, das sieht ja echt, wenn die da vorbeifahren, dann einen Blick für haben. Dann sieht man ja das Gefecht, was wir hier hatten. Dritter Platten. Hallo. Moin. Habt ihr alles? Ja, jetzt, wir hoffen. Na, die beiden sehen wir gleich wieder, vor Grömitz noch. Aber der Flicken wird nicht richtig halten, zu wenig Milch nur noch drin. Ah, es ist mal wieder richtig kalt geworden. Aber vom Regen ist noch nichts zu sehen, der noch durch soll. Ne, scheint doch nicht zu gehen, oder? Ja, das ist echt übel. Dritter Platten. Und dann so ein richtig dicker großer. Da war mit einem Schwall, kam da so viel raus. Und das 5 Kilometer vor dem Platz, wo man schön flicken könnte. Ja, komm, vielleicht holt er auf. Ich wollte weiter, mir wird so kalt. Wir haben immer noch 4 Grad. Die Klamotten sind nass. Also Max hatte sich da irgendwo einen Platz gesucht, wo er das Ventil rausdrehen wollte, um dann Dichtmilch nachzugießen. Und er wird mich gleich wieder einholen. Und so ging es weiter für mich, vorbei an Campingplätzen,
Mit immer Blick auf die Ostsee, oben auf so einem kleinen Sommerdeich bis nach Grömitz. Max wird dann gleich aufschließen wieder. Der wollte sich irgendwo einen Platz suchen, Ventil rausdrehen und neue Dichtmilch einfüllen. Und so geht's für uns erstmal zum dritten Checkpoint. Richtig, hier Pollenallergie, du. Birkenpollen. Grömitz haben wir. Beim Riesenrad. Und über See ist es dunkel. Da scheint es zu regnen weiter draußen. Ich denke, das ist der schönste Zwischenstopp hier jetzt. Direkt beim Riesenrad. Also zumindest im Sommer bei gutem Wetter ist da garantiert sehr viel los. Aber auch bei so schlechtem Wetter. Also wirklich ein schöner Spot, um da einen Checkpoint oder Kontrollpunkt zu machen. Aber ich werde nicht lange bleiben. Also Kontrolle 3 nach 126 Kilometern. Siehst du? Perfekt. Ja, also einmal sollen wir ja immer ein Foto von uns inklusive unserem Rad machen. Das habe ich dann hiermit erledigt. Das Ganze hochladen und dann noch das Wetter checken. Oh, das gibt gleich Regen. Ja, In einer Stunde. 14, 15 Uhr so. Eine Stunde Hat das Regenradar und dann auch gesagt. mindestens 1,5 Stunden, würde ich sagen. Ja, ja, hat das Regenradar auch gesagt. Heute Morgen schon. Und dann sind wir Gegen durch. Carstens. Also noch ein Danke Stempel Ihnen. holen. Einige gehen noch was essen, was Warmes. Aber mich zieht's weiter. Lange wollte ich nicht hier bleiben. Start zur Etappe 4. Und weiter geht's. Jetzt bin ich ganz allein. Aber ich denke mal, unterwegs werde ich schon noch jemanden treffen. Da kommt der nächste. Ah, er hat es geschafft. So, sind aus Grömitz jetzt raus. Der Wind ist doch nicht so stark wie angesagt. Aber der Regen kommt. Da hinten schön dunkel. Und so fuhr ich eine Weile mit den beiden Tourenradfahrern, die durch konstantes Fahren mit ganz kurzen Pausen, doch mit vielen Rennradfahrern, auch mit denen, die wirklich in der Regel sehr schnell unterwegs sind, immer gleich blieben auf der Strecke. Und alles, was trocken war bislang oder was wieder getrocknet ist, wird gleich alles wieder nass werden. Konnte man wirklich sehen, wie hinten aus den dunklen Wolken voraus der Regen rausfiel. Krumbeck. Ja, so ein ganz uriges altes Dorf mit kleinen Häuschen. Und die letzten Minuten, die letzten Meter, die wir noch trocken fahren. Und dann geht der Regen wieder los. Max hat wieder aufgeschlossen und wir trennen uns wieder, werden uns aber wiedersehen. In Malente schließen die beiden wieder auf. Und da ist er. Oh, da ist er, Hagel. Pier trägt sich schön auf dem Gesicht. Ai, ai, ai. Ja, das ist gut. Kaltes Wetter und dann Hagel. Und die Bremsen durch. Ja, so richtig gut hat sich das nicht angefühlt. Es war ja sehr kalt. Da ist die Haut dann ein bisschen empfindlicher. Und dann knallte einem so
von mit Wind von vorne, Hagel ins Gesicht und auf die Hände. Das goss so richtig los. Und wir fuhren also wirklich durch eine schöne Gegend mit so schönen Gutshäusern an kleinen Seen und Teichen vorbei. Ja, das leider aber zu dem schlechten Wetter. Nicht ganz so meine Welt, also ich fahre deutlich lieber, wahrscheinlich wie alle, wenn die Sonne scheint, es warm ist. Nächstes schönes Gutshaus. Und die vorletzte Kontrolle. Der letzte Checkpoint oder letzte Zwischenhalt. Vorm Ziel, das ist Malente. Einer ist da. Mit Uhrzeit, ohne Ja, Uhrzeit? mit der Uhrzeit gerne. Aber auch hier haben wir nicht lange verweilt. Ein paar kamen noch. Aber dann sind wir dann auch rasch weiter. Den letzten Schlag. Und kaum aus Blende raus. Nächster Platten. Nächster Platten. Damit Dein habe ich erster die ganze oder? Zeit gerechnet. Der Ist dein erster jetzt oder? erste reicht ja auch. Ich Ja, habe einige gesagt, hatten- damit gerechnet schon lange bei dem scheiß Wetter und dann den Schotter zwischendurch. Ja. Das war bloß eine Frage der Zeit, wann das wirklich passiert. Ja, ich habe schon zwei, also kleine Platz in beiden Menschen. Ja? Ja. Und ich glaube etliche mit mir rumtreffen. Halb sechs haben wir jetzt. Das ist hier Silent. 18 Kilometer noch bis zum Ziel. Und der Himmel wird so ein bisschen heller. Zum Schluss nochmal für die letzte Stunde. Kann man so einen Tick von der Sonne sehen. Ja, aber bei dem Zeitpunkt war ich doch schon ziemlich erledigt. Irgendwie hat Kälte und Regen mir ordentlich zugesetzt. Also die Entfernung dürfte es eigentlich nicht sein. Und ich wurde mal langsamer und zog dann so langsam die Kilometer um Kilometer Richtung Kiel hinter mich. Mit tiefstehender Sonne. Und den nächsten Berg hoch. Die letzten Kilometer. So, ich habe es geschafft. Ich fand das auch echt anstrengend. Also, obwohl das ja der kleine 200er ist, hat mich der ganz schön fertig gemacht. Da ist die Tankstelle. Das Ziel. So, oh Gott, da ist Dampfplatten. Mich hat gewundert, dass es nur ein Einruf hat. Ja, mich auch. Gerade die beiden Schnellen, die haben wahrscheinlich doch mehr gebraucht. Ja. Hast du Brevet beenden gedrückt? Ja, das hat er mir angezeigt, dass das Brevet beendet wurde. Ich habe auch schon die PDF bekommen. Achso, das früher musste man das extra irgendwo drücken. Gibt's glaube ich gar nicht mehr. Ich glaube auch nicht. Hat sich wohl, weil die Leute das immer vergessen haben. Ja, irgendwo steht das dann links oben, ne? Dieses, also wenn das jetzt noch nicht da ist, dann würde ich mal hier den Reload-Button drücken.
Achso, die 500, die, ja. Okay, danke Ihnen. Ja, reicht schon. Geht da was rein? Da geht gar nichts rein, da passiert auch nichts. Ne, da ist kein Druck drauf. Scheiße. Schönen Dank fürs Zuschauen.